Das Geheimnis der roten Blume. Lena ist 21 Jahre alt und studiert Kunst in Berlin. Sie liebt alte Bilder, ruhige Museen und Geschichten über Künstlerinnen und Künstler. An einem grauen Dienstag besucht sie ein kleines Museum in der Stadt. Das Museum steht in einer engen Straße. Von außen sieht es alt und fast vergessen aus. Lena hat im Internet ein besonderes Gemälde gesehen. Es heißt »Die rote Blume«. Auf dem Bild sieht man eine junge Frau mit einer roten Blume in der Hand. Lena möchte dieses Bild unbedingt sehen, weil sie darüber eine Hausarbeit schreiben will. Als sie ins Museum kommt, ist es sehr still. Nur ein älterer Mann sitzt an der Kasse. Er trägt eine Brille und liest eine Zeitung. »Guten Tag«, sagt Lena freundlich, »ich suche das Gemälde »Die rote Blume«. Der Mann schaut langsam von seiner Zeitung hoch. Für einen Moment sagt er nichts. Dann fragt er leise, »Warum suchen Sie gerade dieses Bild?« Lena ist überrascht. »Ich studiere Kunst. Ich möchte eine Arbeit darüber schreiben.« Der Mann faltet seine Zeitung zusammen. »Das Bild ist nicht mehr hier«, sagt er. »Nicht mehr hier?« fragt Lena. »Aber es steht doch im Katalog.« Der Mann sieht zur Tür und dann wieder zu Lena. »Es wurde vor 2 Tagen gestohlen.« Lena bleibt still. Sie kann es kaum glauben. »Gestohlen? Aus diesem Museum?« Der Mann nickt. »Ja, aber die Polizei weiß noch nicht viel.« Lena findet das seltsam. Das Museum ist klein. Es gibt Kameras an der Decke. Wie kann ein Bild einfach verschwinden? Sie geht langsam durch die Räume. An den Wänden hängen viele alte Gemälde. Manche zeigen Landschaften, andere Menschen oder Tiere. Aber die rote Blume fehlt. An der Wand, wo das Bild hängen sollte, sieht Lena nur einen hellen Fleck. Der Rest der Wand ist dunkler. Dort war das Bild also wirklich. Dann bemerkt sie etwas auf dem Boden. Eine rote Rose liegt unter der leeren Stelle. Sie sieht frisch aus. Daneben liegt ein kleiner Zettel. Lena bückt sich und liest. Kunst ist Freiheit. Sie gehört nicht nur reichen Menschen. Lena hält den Zettel in der Hand. Das Papier riecht leicht nach Parfum, nicht stark, aber deutlich. Plötzlich hört sie Schritte im nächsten Raum. Lena erschrickt. Schnell steckt sie den Zettel in ihre Tasche. Dann geht sie langsam weiter, so als wäre nichts passiert. Im nächsten Raum steht eine junge Frau vor einem Bild. Sie hat kurze, schwarze Haare und trägt einen langen Mantel. Für einen Moment sieht sie Lena direkt an. Dann dreht sie sich um und geht zur Tür. Lena hat ein komisches Gefühl. Sie geht zurück zur Kasse. »War heute schon jemand hier?« fragt sie den alten Mann. Der Mann sieht sie ernst an. »Fast niemand. Nur Sie und eine junge Frau. Mit schwarzen Haaren?« Der Mann nickt. Lena spürt, wie ihr Herz schneller schlägt. Draußen vor dem Museum ruft sie ihre Freundin Jana an. »Jana, du glaubst nicht, was passiert ist«, sagt Lena aufgeregt. »Was denn?« fragt Jana. »Das Bild, die rote Blume, wurde gestohlen. Aber ich glaube, der Dieb wollte kein Geld.« »Warum glaubst du das?« Lena nimmt den Zettel aus ihrer Tasche und schaut ihn noch einmal an. Weil jemand eine Nachricht hinterlassen hat. Vielleicht hat diese Person das Bild nicht gestohlen. Vielleicht wollte sie etwas zeigen. »Was denn?« fragt Jana. Lena sieht zurück zum Museum. Hinter einem Fenster bewegt sich kurz ein Schatten.
Vielleicht wollte sie zeigen, dass Kunst nicht nur in Museen gehört, sagt Lena leise. Am Abend sitzt Lena in ihrem Zimmer. Sie kann nicht schlafen. Immer wieder denkt sie an die Rose, den Zettel und die junge Frau mit den schwarzen Haaren. Dann bekommt sie plötzlich eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Auf dem Display steht nur ein Satz: Wenn du die rote Blume finden willst, komm morgen um 18 Uhr zum alten Bahnhof. Lena starrt auf ihr Handy. Jetzt weiß sie, die Geschichte ist noch nicht zu Ende.